Heute zeigt euch Andreas, was ihr alles lernen müsst, um im Optionshandel dauerhaft erfolgreich zu sein. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß. Mein Name ist Andreas und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo ich euch zeigen darf, was unsere kommende Trading-Schule an Leistungen und Themen beinhalten wird. Im Ablauf, ich werde kurz auf das Rahmenprogramm eingehen, was in der Schulung an Optionen unterrichtet wird, gezeigt wird, euch an die Hand gegeben wird, damit ihr es durch selbstständiges Lernen auch schafft, Optionen in euer Portfolio mit einzubringen. Wir werden zwischendurch auf eine kleine wichtige Frage eingehen und am Ende habe ich mir als kleines Schmankerl noch überlegt, werde ich euch zeigen die unterschiedlichen Arten von Gaps und wie man einen Teil davon nutzen kann, zum Beispiel im Trading von Aktien oder eben auch Optionen, wenn wir schon heute bei dem Thema sind. Was unterrichten wir in Optionen? Alles, was man braucht, um den Optionshandel durchzuführen, egal ob als Käufer oder als Stillhalter. Ja, da haben wir ja die klassischen Optionsgriechen, Delta, Gamma, Theta etc. Da gibt es noch ein paar mehr, aber sicherlich, ja, mehrere von euch werden es schon wissen. Delta die Wahrscheinlichkeit, Theta der Zeitfaktor. Wir unterrichten natürlich auch die Kennzahlen, die damit dazugehören, die implizite Volatilität, das 52-Wochen-Perzentil, aber natürlich auch alles andere. Wir unterrichten die Tools wie Gewinn-Verlust-Diagramm, verschiedene Hilfs- und Handelssoftwaren, die man nutzen kann und natürlich auch, was man einfach nur zwingend braucht. Ich muss es immer wiederholen, wir zeigen in unserer Schulung wirklich sehr, sehr viele Ansätze in den unterschiedlichsten Themen über alle Assetklassen von Futures, Aktien, Kryptos, Forex und der weiteren. Wir zeigen die Möglichkeiten der unterschiedlichen Zeithorizonte vom Buy and Hold über das Swing bis hin zum Daytrading und ebenfalls auch in Softwaremöglichkeiten. Aber was wir auch zeigen, das sind natürlich auch die einfachsten Dinge, also wirklich auch nur das Notwendigste. Das heißt, ihr bekommt vieles an Zusatzinformationen, an Zusatzleistungen, was wir einfach von unserer Seite on top drauflegen, wie zum Beispiel die Themen rund über Dinge um Krypto, wo wir keinen separaten Kurs drauf machen, sondern einfach gesagt haben, wir machen das einfach gratis on top, wo wir mit reinpacken, damit ihr die komplette Breite des Marktes, der Möglichkeiten kennt und dann euren eigenen Weg gemeinsam mit uns finden könnt. Und so wie unser Motto ist, das Ganze, wenn möglich, auch noch einfach erklärt. Natürlich die Handelsmöglichkeiten, so wie ich schon gesagt habe, der Kauf, der Verkauf als Stillhalter und für die, die noch gar nichts mit Optionen zu tun hatten. Der Verkauf von Optionen als Stillhalter hat einen essentiellen Vorteil. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir kaufen eine Aktie, dann profitieren wir eigentlich nur, wenn diese Aktie im Wert steigt und wir sie dann verkaufen. Beim Thema Optionen ist es anders. Wir profitieren nicht nur, wenn sie steigt. Wir profitieren auch, wenn sie seitwärts läuft oder wenn sie nur leicht abfällt im Wert. Alle drei Punkte führen zu einem Gewinn im eigenen Portfolio. Und nur, ich sage mal, dann der starke Kursverlust, ja, würde dann zum Beispiel einen Stop eben anziehen und man würde einen Verlust realisieren. Das macht das Ganze natürlich sehr interessant, weil man von 4 Verläufen 3 Stück hat und das erhöht natürlich Wahrscheinlichkeiten, ja, eben mit Gewinn aus der ganzen Sache herauszugehen. Trotzdem sind natürlich Analysetätigkeiten und das Ganze zu beherrschen einfach von zwingender Notwendigkeit. Wir zeigen die Optionsstrategien wirklich von den simpelsten bis hoch zu komplexen, wie wir auch hier oben schon angedeutet haben. Ja, auch die Kombination, ähm, wie zum Beispiel ein Iron Condor oder dergleichen. Wir zeigen den Einsatz von Aktien bis hin zu Indizes. Ja, man kann die unterschiedlichsten Assetklassen mit Optionen handeln
Und da habe ich mir extra als Merker dahingeschrieben, eine wichtige Frage. Bevor ich aber zu der komme, hoffe ich, dass euch unser Kanal gefällt und bitte euch, abonniert unseren Kanal, Daumen hoch und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann bitte in die Kommentare. Wir wissen euer Engagement sehr zu schätzen und freuen uns wirklich sehr darüber. Die wichtige Frage. Der ein oder andere von euch ist schon dabei, hat schon mal ausprobiert, Optionen zu handeln. Und ich frage euch jetzt ganz bewusst an die, die schon eine Option gehandelt haben, habt ihr schon mal eine Option auf einen Indiz gehandelt? Zum Beispiel auf einen Russell 2000 oder den S&P 500, also den SPY oder den SPX. Und wenn ihr das getan habt, dann möchte ich euch fragen, wie war eure Analyse in Bezug auf den Chart, auf das Asset, also auf den Indiz? Denn ich finde es zwingend notwendig, wenn ich eine Option handeln möchte, dass ich eben auch den Kurs des Assets charttechnisch und fundamental bewerten kann. Weil warum? Weil das natürlich die Wahrscheinlichkeit wesentlich erhöht, dass meine Option zum einen im Gewinn landet, beziehungsweise Break-Even ausgestoppt wird, dass es vielleicht gar nicht erst zu einem Verlust kommt und die Möglichkeiten dadurch wesentlich breiter gesät sind. Ich habe in der Vergangenheit jetzt immer wieder Gespräche gehabt, wo mir erzählt wurde, ja, ich habe gezeigt bekommen, wie man Optionen handelt und ich mache die zum Beispiel auf den Russell 2000 oder den S&P 500. Und ich habe dann konkret gefragt, wie kommt es dazu, dass du diese Option gewählt hast? Also welche Analyse lag dem zugrunde? Ja, weil er steigt. Das ist kein komplettes Vorgehen, wie ich immer sage. Für einen Trade, auch einen Optionstrade, ja, sollten 5 Fakten technischer oder fundamentaler Natur dafür stehen, dass ich diesen Handel eingehe. Natürlich kann ich bei Optionen auch ohne die Analyse des Wertes eingehen, weil die Option wesentlich träger ist wie der direkte Gewinn und Verlust, zum Beispiel von einem Aktienhandel oder dergleichen. Wenn ich aber diese Analysen wirklich durchführe, dann habe ich ein wesentlich sicheres Gefühl. Ich weiß ganz genau, was ich im negativsten Fall auch verlieren kann. Und weil mir das persönlich so wichtig ist, genau deshalb unterrichten wir es auch. Nicht nur den Optionshandel an sich, sondern er ist natürlich dadurch auch kombiniert, weil wir die Analyse für sämtliche Assetklassen in charttechnischer und fundamentaler Sicht miteinander exerzieren und das erhöht auch im Optionshandel nicht unwesentlich die Wahrscheinlichkeit und die Trefferquote. Ihr werdet einen Link unten eingeblendet bekommen. Nein, was sage ich denn? Keinen Link, um Gottes Willen. Ihr kriegt den Link, aber ihr kriegt nicht eingeblendet. Entschuldigung, da haben wir. Ihr wisst ja, jedes Mal irgendwo haue ich daneben oder verhasple mich. Wir werden unten einen Link zur Verfügung stellen. Ja, wenn ihr euch mit mir mal kurz persönlich unterhalten wollt, wegen unserer Schulung, die eben gegen Mitte, Ende Oktober an den Start kommen wird. Wir sind fleißig am Aufbauen. Wenn ihr euch vorab schon weiter informieren wollt, unten auf den Link könnt ihr sehen, könnt euch bei mir einfach einen Zeitraum buchen, wo wir einen kurzen Call machen oder meinetwegen auch ein Telefonat, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Und wer interessiert ist, wird dann natürlich von uns auch kontaktiert, sobald das Ganze dann wirklich gelauncht wird. Natürlich, was auch mit dazugehört, ist die Betreuung, ja, der gemeinsame Handel, Live-Sessions, der Austausch auf der Plattform mit der Community, Webinare, Videos, wie bei allen unseren Themen, die wir in der Schulung behandeln werden, später dann auch in der Börsengemeinschaft. Und zu guter Letzt die Analyse und die Screener-Möglichkeiten, ja, weil auch die Analyse hierfür oftmals von unserer Seite gekoppelt ist mit der charttechnischen Analyse und der ganz normalen Fundamentalanalyse. Also wir haben da keine wahnsinnigen Unterschiede, ob wir jetzt eine Aktie oder ein Indiz direkt handeln wollen
oder eben über eine Option. Diese grundlegenden Informationen sind für uns generell immer wichtig. Natürlich sind bei der Option dann noch gewisse Faktoren, ja, wie wir sie hier oben hatten, Delta, Theta, die implizite Volatilität etc., die man eben für den speziellen Optionshandel noch zu wissen braucht. Gut, das war soweit von unserem Ausblick auf die Schulung. Und nun zu dem Thema Gaps. Welche Arten und der Nutzen im Trading, zum Beispiel von Aktien und Optionen? Zuerst mal vorneweg, es gibt, ja, ich sage mal, 3 Arten von Gaps. Es gibt die fundamentalen Gaps. Diese fundamentalen Gaps sind ausgelöst durch, ich sage mal, Nachrichten, die den Wert eines Assets verändern können in der Sichtweise. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein Aktienunternehmen, das über Nacht eine Meldung herausgibt, dass zum Beispiel eine neue Erprobung von einem Medikament positiv gelaufen ist, wenn wir es mal auf den Pharmasektor beziehen. Dann ist es nicht selten, dass man am nächsten Tag den Chart öffnet und der Kurs hat einen Sprung gemacht nach oben und zwischen der letzten Kerze und der heutigen Kerze ist ein Gap, eine sogenannte Kurslücke. Wir werden uns das gleich im Beispiel anschauen. Die fundamentalen Gaps werden eher selten geschlossen, weil warum? Naja, sie sind eigentlich dafür verantwortlich. Es ist eine Neubewertung des Assets in dem Fall, wo ich jetzt gerade gesagt habe, eine positive Wertung. Ja, man schätzt den Wert des Unternehmens jetzt über Nacht etwas höher ein. Das heißt, der Fair Value Preis hat sich weiter oben eingependelt, wie er eigentlich vorher war. Und dies beschleunigt dann zum Beispiel den Aufwärtstrend oder setzt einen Aufwärtstrend in Gang. Dann haben wir als zweiten Punkt die technischen Gaps, welche durch, ich sag mal, Marktrauschen Dinge entstehen, durch ungleiche Liquiditätsverteilung oder dergleichen. Man sieht es auch im Volumen, ein technisches Gap hat eher, sagen wir mal, wenn man unten aufs Volumen schaut, eher weniger Volumen. Ja, also das steigt auf alle Fälle nicht an. Es hat sogar oftmals weniger Volumen. Dies sind Gaps, die nicht selten geschlossen werden. Ab und zu komplett, ab und zu auch nur zu 2/3. Und dann haben wir noch die dritte Variation. Das sind Gaps, einfach weil ich den falschen Chart ausgewählt habe. Und genau die Beispiele, die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Und zwar in einer Aktie. Wir haben hier Procter Gamble. Und wenn wir mal sehen, ja, da sehen wir hier ganz deutlich eine Kurslücke und hier ebenfalls. Und wenn wir hier unten schauen, dann sehen wir auch, das wurde ausgelöst jeweils durch das Earning. Ja, also die Earnings liefen positiv, die Vorausschau ebenfalls, was dann dazu geführt hat, der Fair Value Preis, der intrinsische Wert der Aktie wurde neu bewertet und dies führte zu einem Kurssprung nach oben und genau deshalb haben wir hier diese Lücken. Auch wie schon erwähnt, ihr seht hier, da ist auch das Volumen markant erhöht. Auch das zeigt uns, hier handelt es sich um ein fundamentales Gap. Gut, wie sehen dann die technischen Gaps aus? Dann schauen wir doch einfach mal bei Microsoft rein. Mal gucken, wo haben wir denn das ein oder andere schöne Beispiel. Ja, gehen wir ein bisschen näher. Jawohl. Welche picken wir uns denn hier raus? Ja, hier haben wir. Hier haben wir doch was. Sag mal, was ganz Schönes. Ja, hier haben wir doch zum Beispiel. Wir sehen hier ein Gap. Wir sehen, das Volumen ist leicht erhöht, aber nicht markant. Und wir sehen den Sprung nach oben. Der Kurs verläuft, ja, und es dauert jetzt eine Weile, bis es wieder geschlossen wird. Also so ein Gap kann sich normalerweise, sage ich mal, innerhalb eines Tages oder mehrerer Tage schließen. Es gibt dann schon Zeiträume, wo man sagt, naja, komm, da ist es dann auch schon gelaufen, da ist es dann eher vorbei. Das hier, sagen wir, hier ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Wir haben hier einmal ein Gap nach oben
und einmal ein Gap nach unten. Und wir haben keine signifikante Erhöhung des Volumens. Ja, da sehen wir zum Beispiel hier haben wir ein fundamentales, durch die Earnings ausgelöst, auch erheblich größeres Volumen. Hier, ja, das Volumen bleibt halbwegs auf dem Level, wo es ist. Und wenn wir jetzt schauen, diese Lücke wurde quasi hier geschlossen. Faszinierenderweise auch nochmal ebenfalls wieder durch ein Gap. Ja, sehe ich jetzt auch nicht allzu oft. Aber das kommt dann, sagen wir mal, anscheinend halt auch, es ist einfach ein Zufallstreffer. Ja. Also normalerweise läuft dann hier der Kurs schön wieder runter. Wir können auch hier mal also die Gegenseite anschauen. Ja. Wir haben hier zum Beispiel ein Gap und dementsprechend, wenn wir dann hingehen und schauen uns den Kursverlauf an, werden quasi beide Gaps, das hier wird direkt am zweiten Tag geschlossen, ja, das hier 3, 4 Tage später eben hier in diesem Bereich. So, und wie kann ich das jetzt aufs Trading anwenden? Naja, ganz einfach. Wir haben ja gesagt, technische Gaps, die haben nichts im Preis oder irgendetwas geändert, ja, sondern sind einfach zum Beispiel durch Liquiditäten, durch Marktrauschen eben ausgelöst worden. Und nicht selten werden die geschlossen. Das ist ja eine klare Handelsmöglichkeit, die ich in Erwägung ziehen kann. Denn es gibt kleinere Gaps, wie jetzt hier in diesem Chart. Es gibt auch etwas größere. Für den Optionshandel, ja, sage ich, ist es natürlich eine sehr gute und ideale Ausgangsposition, darauf eben einen Optionstrade zu eröffnen, eine schöne kleine Prämie mitzunehmen, wo ich mir nicht mal irgendwelche Aktien einbuchen lassen muss, wenn ich das nicht möchte. So, dann zu guter Letzt noch die dritte. Wir sehen hier den Kurs von Novo Nordisk und wir sehen, da gibt es nur noch Gaps. Nur noch Gaps, eins nach dem anderen, ja. Aber warum? Die Begründung ist ganz einfach. Wir sehen hier den Kurs von der NYSE, von der New York Stock Exchange, ja, der Wall Street. Und wenn wir jetzt einfach mal hingehen und wir geben mal ein Novo und dann sehen wir hier schon, ja, hier an diesem Krönchen erkennt ihr immer, die Primärbörse steht auch drüber. Und wenn wir die jetzt mal anwählen, so, dann sehen wir, jetzt haben wir wieder einen sauberen Kursverlauf, hat also nichts mit fundamentalen oder technischen Gaps zu tun gehabt oder weil das ein sehr illiquider Wert ist, sondern es war einfach der falsche Chart. Deshalb die Analyse immer am Chart der Heimatbörse durchführen, dann haben wir den kompletten Verlauf. Ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen vielleicht auch schon interessieren für unsere Schulung. Und na, das ist falsch. Hier, den da wollen wir, genau. Und zwar unseren Disclaimer. Es ist essentiell wichtig, wenn wir im Bereich des Tradings unterwegs sind, alles, was wir euch zeigen, was wir euch kundtun, sind rein unsere subjektiven Erfahrungen. Es geht hier in keinerlei Weise um irgendeine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Es ist zwingend notwendig, dass ihr selbst recherchiert, alles, was ihr auf diesem Sektor, sage ich mal, durchführt, was ihr handelt, was ihr kauft oder verkauft, tut ihr rein selbstständig und ihr tragt selbst die Verantwortung dafür. Das ist, denke ich, das Normalste der Welt, aber man kann es einfach nicht oft genug sagen. Ja, vor allem muss man wissen, was man tut. Und das hier, was wir sagen, das ist rein subjektiv unsere Meinung und nicht mehr. In diesem Sinne, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.